Guten Morgen hier aus Kandy und ich bin gerade am Bahnhof angekommen und möchte mit dem Zug nach Nur Elia fahren. Habe meinen Tuk-Tuk abgestellt und dann kommt jemand und sagt, nein, heute fährt kein Zug. Ja, es wird gestreikt und ist natürlich wirklich sehr blöd, dass ich jetzt die schönste Zugfahrt nicht hier erleben kann. Ich habe meinem Überführungsfahrer, der von der Firma gestellt wird, schon abgesagt. Der kommt erst gar nicht. Ich fahre jetzt mit dem Auto nach Nur Elia und somit entfällt praktisch die schöne Folge mit dem Zug. Ärgert mich natürlich am meisten, weil ich habe mich unheimlich drauf gefreut, denn es war eigentlich so ein kleines Highlight für mich auch mit dem Zug zu fahren. Und ich hoffe, dass ich die Kosten für die Überführungsfahrt sowie das Ticket zurückerstattet bekomme. Ich kann ja leider nichts dafür. Und ja, jetzt geht's los. Dann mit der Folge, den Highlights aus Nur Elia und der Umgebung. Also, lass uns starten. Wir gehen jetzt und fahren los nach Nur Elia. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das nicht lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, decke ich die Welt herum. Das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Ich bin jetzt halt mit dem Tuk-Tuk unterwegs nach Nur Elia. Ja, der Zug war natürlich ein riesen Reinfall. Es ist wirklich ein bisschen traurig, dass ich das jetzt so nicht erleben kann. Aber ich kann es nicht ändern. Ich habe jetzt mal gestoppt, es fängt gerade an etwas zu regnen und ich habe mal in den Wettervorhersage geschaut. Das sieht jetzt erstmal die nächsten Tage gar nicht so schön aus. Es wird frisch hier oben in den Teeplantagen. Ich würde schon fast sagen, ich friere ja ein bisschen. Aber ich habe noch 1,5 Stunden ungefähr vor mir. Wie gesagt, jetzt mal angehalten. Ich habe mir hier was zu essen geholt. Brot und Sambusa. Dazu einen schönen warmen Tee. Und einen Wassermelonensaft. Ja. Und mache jetzt einfach mal eine kurze Frühstückspause. Aufhören zu regnen wird es wahrscheinlich nicht. Jetzt werde ich mein Tuk-Tuk zumachen müssen. Und dann weiterfahren. Ich hatte Glück. Bis jetzt hat sie noch nicht geregnet. Vielleicht zieht es ja wieder auf, wobei da hinten die Wolken, das sieht jetzt nicht so danach aus. Aber naja, jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann geht es weiter.
Ich bin angekommen in meiner Unterkunft hier in Novaya Elia und die sind total lieb, haben mir erstmal einen Tee gemacht und ein paar Plätzchen hingestellt. Ja, was soll ich sagen? Ist halt total dumm gelaufen. Mich hat das voll geärgert mit dem Streik und dem Zug. Aber höhere Gewalt, da kann man nichts machen, nicht aufregen. Und die Fahrt war auch sehr schön. Leider waren die Wolken ziemlich tief. Aber sonst wäre das bestimmt auch wirklich sehr schön gewesen, durch die Teeplantagen so zu tuckern. Das mit den vielen Kurven und den Serpentinen hat auch gut geklappt. Allerdings muss ich sagen, es hat halt angefangen zu regnen, aber das war eigentlich auch nicht so schlimm. Ich habe die Seitenwände zugemacht und dann wurde es sogar wieder ein bisschen warm, weil hier oben, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man Jäckchen anziehen. Also das ist das erste Mal jetzt seit über 2 Wochen, dass ich nicht schwitze. Hat natürlich auch was für sich. Aber ja, jetzt trinke ich erstmal meinen Tee, dann überlege ich genau, was ich heute noch machen werde, besuchen will und dann geht es einfach weiter hier in Novaya Elia. Hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Also, jetzt gibt es erstmal Tea Time. So, ich bin jetzt hier an so einem botanischen Garten angekommen. Ich glaube, es gibt 2. Der liegt ein bisschen weiter außerhalb. So, ich denke mal, wir waren jetzt 11, 12 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr. Muss ich mal nachschauen, ich blende es mal ein. Der Eingang ist da und das Gute ist, da wo ich parke, war ganz was frei. Da hinten ist nämlich der Ausgang. Also, jetzt gehe ich mal rein und schaue mir den an. Es regnet etwas, aber alles gut. Ich bin am Ende vom Botanischen Garten angekommen. Da unten ist der Ausgang und da steht auch mein Tuk-Tuk. Und ja, auf dem Heimweg jetzt gibt es noch einen Tempel, zu dem ich möchte und mir den ansehen werde. Vorhin, als ich da vorbeikam, war schon die Hölle los. Ich bin mal gespannt, vielleicht habe ich Glück und jetzt sind die ganzen Busse nicht mehr da und es ist etwas weniger los. Also, lass uns dann mal hintuckern mit dem Tuk-Tuk. Ich war eben in dem Tempel drin und ich muss ganz ehrlich sagen, er war anders als die Tempel bisher. Sehr viel Gold und dieses Rot. Und ja, damit kann man keine Videos machen. Da habe ich so ein paar Schnappschüsse einfach mal gemacht. Die blende ich einfach mal ein. Und ich muss sagen, ich fand ihn sehenswert, weil er halt wirklich mal nicht so bunt war. Hinten dran kann man auch noch in so einen Fluss gehen, da gehen die dann sich waschen oder so, weiß ich jetzt nicht so genau. Ist ein bisschen wie Ganges-Style, aber sehr angenehm, sehr schön und ja, war ein guter Stopp. Ich bin im Victoria Park und den habe ich mir angeschaut. Das ist praktisch wie so ein kleiner botanischer Garten. Der kostet 1000 Rupie
und ist somit fast nur ein Viertel wie der andere botanische Garten. Und ich kann nur ganz ehrlich sagen, es lohnt sich auch hierher zu kommen. Und ganz ehrlich, wer die 20 Kilometer nicht rausfahren möchte, der ist mit dem Victoria Park super bedient. Also mir hätte es ganz ehrlich gesagt auch schon gereicht. Ja, es fängt an zu regnen, es hat sich eingeregnet. Ich fahre jetzt heim und wärme mich da erstmal bei einer Tasse Tee auf. Und morgen geht es weiter, ja, hier in Nuaea und mal gucken, was ich da noch machen kann. Guten Morgen und der Tag 2 hier in Nuaea hat angefangen und ich möchte heute eine Teeplantage besuchen. Hinter mir sieht man schon die ganzen Teefelder und ich gehe jetzt mal hier hinten rein. Das ist nämlich die Teeplantage oder ja die Factory, wie man es nennen will. Da kann man wohl Führungen mitmachen. Es soll wohl sogar umsonst bei dieser sein. Ich werde die mal verlinken unten in der Description. Wer Interesse hat, kann hingehen. Oder schaut einfach mal bei mir auf dem Blog auch mal rein. Da wird es natürlich auch drin vorkommen. Ja, lass uns starten. Gehen wir mal rein und schauen wir mal, was die so anbieten. Ich war jetzt eben an der Information und habe mich mal erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt 3 Möglichkeiten. Das heißt, man kann einmal mit einem Auto 1 Stunde durch die Teeplantage fahren und das kostet 20.000 Rupien. Das sind knapp 61 Euro. Das ist richtig, richtig viel Geld für 1 Stunde für hier. Das werde ich nicht machen. Das finde ich ein bisschen zu krass. Und, aber danach gibt es die zweite Möglichkeit, eine Factory Tour durch die Fabrik laufen, da kriegt man das erklärt, wie das funktioniert, alles mit dem Tee, die ist umsonst und ein Tee-Tasting danach als dritte Variante, das ist auch umsonst. Das werde ich natürlich auch mitmachen. Also ich bin gespannt, wie so eine Teefabrik aussieht, wie das funktioniert und ja, daher lass uns mal loslegen. Now I first introduce our tea factory and tea plantation. This factory name is Damro and our plantation is Labukeli. Factory started 1928 years. It's a very old factory. And our plantation is spread 1,200 acres. 1,000 people to work, factory and tea plantation, 600 people to pick tea leaves. It's only ladies, it's a traditional work. Okay, you can see this corner is a rolling machine. 50% dry tea leaves be directly connected by this machine. One machine capacity 250 kilograms, rolling duration is 20 minutes. After 20 minutes, crushed tea leaves we transfer this machine. This whole machine is cutting and sieving, shaking, separated the each sizes, larger than smaller, because the tea have 4 sizes and have different flavors. Large particles very light, very smaller particles very strong. After separated tea, we put this to table. This area is a fermentation. Fermentation meaning is natural oxidization. This green color tea leaves changing brown color. Color, smell, aroma is all of the change after fermentation and only black tea. Green tea and white tea without fermentation, because after fermentation make the more caffeine. Black teas have more caffeine because the black tea good for the energy, and green tea less caffeine. Green tea good for the body relaxing, and white tea without caffeine healthy wise is good white tea. So what is fermentation? Green or black? Black tea fermentation. Fermentation only 3 hours. After 3 hours fermentation, tea leaves we send our dryer machine.
because the first tea is a 50% drier, but after the fermentation we completely dryer. You can take the picture here. After we can see dryer machine. Okay, you can see these all tea varieties. This side is a have white tea. Next one green tea. This all black tea. White tea only uses the baby buds, but not this plant is a different plant. And white tea only dry under the sunshine. And this one is without caffeine, good for health. Have many benefits. High pressure, low pressure, headache, teeth, it's a good white tea. Next one is a golden flower infused. It's a very special black tea, white tea and tea flower all together mixed. Next one is a green tea. Green tea not crushing, not fermentation, full tea leaves. First is steam, rolling, after dry. And this one is a light bright tea. Light bright tea is a special process, only semi-dry, semi-fermentation. Black tea, green tea mixed together flavor. And this all is a black tea. OP it's a very bigger particles, black tea very light. FECO, FBOP, FF1 is a medium particles, medium light. These four varieties is a good without milk, without sugar black tea because the light flavor. BOP, broken orange peco. This one is English breakfast tea. With milk, without milk, both better. BOPF, it's a more strong tea. This one is a good with milk because the without milk is a bitter flavor. Last one is a mountain choice. Is a black tea with hibiscus, safflower, blue cornflower, rose petal, vanilla cream all together mixed. And we also have the tea with flavor. Black tea with ginger, black tea with cinnamon, green tea with lemon. It's a natural flavor mixed together. And tea with flavor only black tea, green tea. White tea without flavor, just white tea. Okay, now my explain is finished. I hope you enjoyed that. Very good. Okay, please come with me. We arranged a nice cup of tea now. You first drink tea. After, if you want some buy tea, you can buy our tea shop. Okay, please come. So tea bag. Thank you. So, here's the four varieties of tea, and this is a white needle one. And this is a silver tipser. Yes. This is a golden tea. Yes. These are white tea varieties. This is strong, and this is a medium and this is strong one. So this one is the special one. Golden flower infused one. Okay. Okay. You can try this first and after. Okay. So these are without sugar and without milk. Okay. This is an English breakfast tea, and this is a medium black tea. Medium black tea. If you want the sugar, you can put the sugar. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ja, ich habe mir jetzt hier praktisch vor allen Dingen mal diesen weißen Tee bestellt, denn den weißen Tee habe ich in meinem Leben noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und ja, es geht praktisch von leicht bis stärker und dann ist das hier ein Specialty, da muss ich noch mal schauen, was es genau für einer war. English Breakfast dann zum Schluss und dann English Breakfast, da kann man auch Zucker oder Milch reinmachen. Bei den weißen Tees soll kein Zucker, keine Milch rein. Dazu habe ich mir mal bestellt hier so einen schönen, passenden Teekuchen dazu. Den muss man übrigens bezahlen, aber mit 450, dann ist so knapp 1,50 Euro alles super im Bereich. Also das finde ich echt super. Und ja, jetzt lasse ich mir das einfach mal schmecken und probieren, die Tees. Kann vielleicht ein bisschen ziehen. Warte ich jetzt mal. So, jetzt
hat der Tee ein bisschen gezogen. Jetzt werden wir nochmal probieren. Also das ist der weiße Tee, der sehr leicht sozusagen. Er ist wirklich leicht, sehr samtig und schmeckt gar nicht so richtig nach Tee. Ich bin mal gespannt. Die mittlere Variante. Schmeckt ein bisschen stärker, ein bisschen nach grünem Tee auch. Und jetzt kommt der weiße Tee, der am stärksten ist. Der sieht auch schon ganz anders aus, wenn ich das mal zeigen soll. Der mittlere und der weiße, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, dass es nicht rausläuft. Der ist richtig golden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den mittleren fast noch besser vom Geschmack her. Nee, doch nicht. Der ist hier wirklich mehr wie grüner Tee. Das muss ich mal ein Stückchen Kuchen einfach dazwischen essen, zum Neutralisieren. Ist ja auch Teekuchen. Sehr lecker. Der ist sehr zart, sehr samtig. Aber ich finde, er ist eigentlich so mit der Beste. Also wenn weißer Tee das wird, ich weiß schon, wie ich den schenken kann. Und ein tolles Mitbringsel ist. So, dann probieren wir mal diesen Specialty noch hier. Der ist ganz dunkel. Und der schmeckt halt wie so schwarzer Tee. Ist aber nicht schlecht, nicht bitter. Das ist das Wichtigste eigentlich, finde ich immer an Tees, dass sie nicht bitter sind. Jetzt kommt noch der Breakfast Tee, aber da muss ich mir ein bisschen Zucker rein. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nur empfehlen, hier so schön in Ruhe sitzen und einen Tee probieren. Finde ich sehr angenehm. Jetzt English Breakfast Tea. Ja, der schmeckt auch sehr gut. So wie ich das auch bei der Führung verstanden habe, verkaufen die auch ihren Tee an Lipton und alle möglichen großen Firmen. Also so schmeckt der nämlich eigentlich auch. Und so wie wir den schwarzen Tee kennen, den English Breakfast Tee, also mir schmeckt der gut. Alles gut. Und ich weiß, dass ich diesen stärksten weißen Tee mitnehmen werde als kleines Geschenk für jemanden. Ja, jetzt genieße ich noch mal Kuchen und meine Tees. Und dann geht es wieder ein bisschen zurück nach Hawaii hier. Und da möchte ich mir noch einen Wasserfall ansehen. Und ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen besser mitspielt noch. Und dass mit dem Wasserfall dann kein Reinfall wird. Ja, also das Tee-Tasting hat mir sehr gut gefallen, besser als erwartet. Das ist immer das Coolste an der ganzen Sache. Hab hinten im Shop auch noch schön eingekauft als kleines Mitbringsel und ich denke mir mal, das kommt bestimmt gut an. Und jetzt glaube ich zu meinem Tuk-Tuk wieder.
Ich sitze jetzt hier oben an dem Kopf von dem Lovers Leap Waterfall und ich muss ganz ehrlich sagen, geht schon ganz schön tief runter und ja, man muss eigentlich dann nur einmal rechts und dann geht es immer weiter hoch. Und ich hätte das selber nicht gefunden, aber ich zeige euch mal den jungen Mann hier im Hintergrund. Ja, der hat mich aufgegabelt und der hat mir den Weg hier hoch gezeigt. Ich habe ihm dann ein bisschen Trinkgeld gegeben, ich glaube 1000 Rupie. Und er bringt mich jetzt auch wieder sicher runter, hat er gesagt. Ja, also wer hierher kommt und den jungen Mann sieht, nutzt seinen Service und geht hier hoch. Denn wirklich hier oben ist so gut wie keiner. Und es ist schon eine recht krasse Kletterpartie. Heute Nacht hat es ja auch geregnet und der Weg war schon ziemlich rutschig, aber es sind immer mal Wurzeln da. Man kann sich halten und er gibt einem auch mal die Hand, wenn mal keine Wurzel da ist. Also guter Service. Und ja, ich bleibe jetzt noch einen Moment hier oben und genieße die Aussicht, die ist nämlich wunderbar. Und dann gehe ich runter und gucke mir den Wasserfall nochmal von unten an. Ich bin jetzt hier am unteren Aussichtspunkt an dem Lovers Leap Waterfall angekommen. Und ja, ich muss sagen, der sieht von hier unten genauso schick aus. Ja, ich war zum richtigen Zeitpunkt oben, denn es fängt gerade an zu regnen und ich werde mich jetzt dann wieder mal auf den Weg zum Tuk-Tuk machen. Hier hinter mir sieht man, dass man nichts sieht, es zieht sich total zu. Und deswegen geht es jetzt zurück nach Hause und ich hoffe, es hört auf zu regnen. Ansonsten werde ich erstmal einen schönen Tee trinken. Ein Abenteuer mit abruptem Ende. Warum, erzähle ich dir jetzt. Der Tuk-Tuk-Roadtrip durch Sri Lanka sollte ein Abenteuer werden. Doch innerhalb weniger Stunden nahm die Reise eine unerwartete und dramatische Wendung. Der Tag begann ganz normal, doch am späten Nachmittag überkam mich plötzlich ein starkes Unwohlsein. Innerhalb von nur 3 Stunden wurde es mir so schlecht, dass ich beim Abendessen kaum noch ein Bissen herunterbekam. Kurze Zeit später suchte ich die Toilette auf, wo ich starken Durchfall bekam und so viel Flüssigkeit verlor, dass ich beinahe ohnmächtig wurde. Ich musste meine Hand- und Fußgelenke mit eiskaltem Wasser aus der Toilettenhandbrause abkühlen, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. Mein Herzschlag raste auf 105 bis 125 Schläge pro Minute und blieb die nächsten 2 Tage konstant in diesem Bereich. In dieser Nacht um 2 Uhr morgens war mir klar, ich konnte das Tuk-Tuk unter diesen Umständen nicht mehr weiterfahren. Ich kontaktierte den Vermieter tuktukrental.com über WhatsApp und bat sie, das Fahrzeug abzuholen. Am nächsten Vormittag holten sie das Tuk-Tuk unkompliziert an meiner Unterkunft ab. Ein wirklich guter Service und unkompliziert dazu. Trotzdem ging es mir nicht besser. Ich war so geschwächt, dass ich kaum aus dem Bett kam. Am nächsten Tag bat ich meinen Vermieter, einen Fahrer zu organisieren, der mich nach Colombo bringen konnte. Dort angekommen, buchte ich meinen Rückflug für den nächsten Tag um schnellstmöglich nach Hause zu reisen. Zurück in Deutschland brachte eine Untersuchung im Krankenhaus die Gewissheit. Ich hatte eine leichte Herzmuskelentzündung, durch den Durchfall eine schwere Dehydrierung, die mich total aus der Bahn warf. Der Arzt versicherte mir, dass ich die einzig richtige Entscheidung getroffen hatte, indem ich die Reise abbrach. Wäre ich weitergefahren, hätte ich mein Herz ernsthaft schädigen können. 10 Tage nach meiner Ankunft zu Hause ging es mir endlich wieder gut. Mein Sri Lanka-Abenteuer endete anders als geplant, aber die Gesundheit hat natürlich Vorrang. Was erwartet dich hier als nächstes? Es gibt noch eine Bonusfolge mit einigen Tipps, Hacks und deinen Fragen zu dem Tuk-Tuk-Roadtrip. Für mich heißt es Abschied nehmen von Sri Lanka und das nächste Abenteuer wartet auf mich. Es geht wieder zurück nach Thailand. Welcome back Bangkok. Daher sei gespannt, was es noch alles in der Stadt der Engel zu erkunden gibt. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Lass ein Like da und abonniere den Kanal und um kein Video zu verpassen, drück einfach auf die Glocke. Bis bald, wir sehen uns. Rucksack gepackt, Kamera bereit. Ein Ticket in die Freiheit, das ist alles, was ich brauch.
Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben, mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, decke ich die Welt in Ohren. Das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben, mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit jedem Klick der Kamera ein Moment festgehalten. Auf YouTube teile ich meine Welt, damit ihr mitfahren könnt. Von der Ruhe der grünen Oasen Asiens bis zum Abenteuer auf den schneebedeckten Gipfeln der Alpen habe ich Höhen und Tiefen erlebt. Die Vielfalt der Welt, von Backpacker-Hütten bis zu Luxushotels, hat mich geprägt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben, mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding.